48 Angler, 24 Boote, 12 Nationen, 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Boat 2024 wird euch präsentiert von Adventure in Fishing. I'm Adventure, my life is fishing. Shimano, closer to nature, closer to people. Und dem B1 Boot Center, wir bauen dein Boot. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur 11. Episode und damit zum 2. Vorrundentag in der bärenstarken Gruppe B. Der erste Angeltag war ein Spektakel, dominiert von 2 Teams. Momentan führt Stroft mit neuem Vorrundenrekordergebnis vor Abu Garcia, die nach nur 8 Stunden ebenfalls schon deutlich über der 700-Punkte-Marke liegen. Dahinter folgen B1 und Shimano, beide gleichsam mit Fullcard, aber etwas schwächeren Durchschnittsgrößen als die vorderen Plätze. Lure Drop auf Rang 5 braucht Barsch-Upgrades und vor allem Zander. Das derzeitige Tabellenschlusslicht Rapala große Barsche und auch noch einen Hecht. Sollte das allerdings gelingen, könnte hier auch die zweite Reihe noch um die Qualifikationsplätze mitmischen. Außerdem wissen wir seit der letzten Folge, welche Punktzahl mindestens erreicht werden muss, um eines der beiden Lucky Loser Tickets zu sichern. CWC holte in Gruppe A insgesamt 692,7 Punkte. Das gilt es erst einmal zu schlagen. Ich sag Hallo und du sagst Hallo und fang an, ein bisschen was zu sagen. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen. Wir sind heute an unserem 2. Tag, heute der Flusstag. Wir haben uns ein schönes Gewässer ausgesucht. Wir waren zwar noch nicht hier, noch kein Training gehabt, aber bei den Wetterbedingungen haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen die Möglichkeit, etwas geschützter zu fischen. Und heute geht es darum, wirklich die Barsche abzugraden und ein paar Zander zu fangen. Daniel. Das klingt wie ein geiler Plan, muss ich sagen. Genau wie du gesagt hast, ich habe ja leider nicht trainiert. Tatsächlich, wir hatten einen Trainingstag für den Fluss gehabt, wo wir das sehr spät erfahren. Haben einen anderen Fluss trainiert, richtig schlecht angefangen, umgeswitcht den Plan gestern Abend. Aber wir sind gute Dinge, ja. Jetzt stehen wir richtig. Ich denke auch. Drückt uns die Daumen, Leute. Wir geben alles und... Ja, lass uns Spaß haben, Mann. Bei uns würde man sagen, es ist ein bisschen usselig. Aber ja, was soll man machen? Der Wind bläst in vollen Zügen und ja, wir sind jetzt auf den Fluss gefahren, in der Hoffnung, dass wir hier ein bisschen weniger Welle abbekommen und in der Hoffnung, hier ein paar große Fische zu fangen. Jetzt haben wir natürlich eine sehr, wie soll ich sagen, luxuriöse Position und uns ist sehr, sehr bewusst, wie viel Glück da mit reingespielt hat. Und wir haben wirklich den ganzen Tag gestern überlegt, was machen wir mit dieser Situation, was können wir für euch Zuschauer machen, was können wir machen, um uns noch zu verbessern. Und wir haben uns dazu entschlossen, heute vielleicht noch einen größeren Barsch zu fangen und vielleicht noch einen größeren Hecht zu fangen und alles dafür zu geben, dass das passiert. Aber ob das klappt, keine Ahnung. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr in unserer Position gemacht hättet. So guys, we are on the first spot for the second day of the YPC boat. And yeah, well, as we expected, there's a couple of teams fishing in the same area. It is what it is. The place where we wanted to start is Team Stroft, actually the ones that are above us in the rankings. So, well, they know how to fish. They know where to fish. Apparently. Yeah, we can share the spot, it's big enough. So, exactly, so there's plenty of big perch. That's the plan for today. We're gonna search for big perch and hope for a big upgrade pike. That would be nice. Yeah, that would be nice if we can do it in the afternoon, I think. Yeah. One big pike. Still a few minutes left. Time to relax. There are some big fish swimming around here. Get the rods ready and then we go for it, man. Okay, let's go. Ja, schönen guten Morgen, hallo, grüß euch.
Wir sind heute unterwegs mit unserem zweiten Tag und das erklärte Ziel heißt Upgraden. Auf Däubel komm raus. Wir brauchen schöne große Fische. Ist so? Ja, der Plan ist heute, die Barsche abzugraden. Hier eben an der Slippe am Kanal war schon ordentlich was los gewesen. Oh ja. Also sind mehrere Teams hier vertreten, auch schon bis an eine Stelle rangekommen. Ja. Und ja, also wir versuchen heute jetzt den Barsch abzugraden. Als erstes Genau. Drückt uns die Daumen. Wir fischen mit Carolina Rig. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und ja, let's go, Peter. Let's go. Day 2 of our competition. It's Tuesday. Yeah, we are going for perch. Unfortunately, we hadn't caught it already, so now all in for perch. We also need one pike, so would be fine to catch another one as bycatch maybe. So yeah, that's the plan, and hopefully the wind will not be too strong in the afternoon. But I'm pumped. I think we are pumped. Yeah, exactly. So we will start on the spot with a little bit of current. We got a nice zander here as well in the pre-fishing, so it's exciting times what the day will bring. So, let's go. Zweiter Tag. Es geht los. Wir sind heiß. Wir starten. Wir starten auf jeden Fall mit Powerfishing, wie wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir haben den Tag verkraftet, sind wieder neu motiviert und jetzt geht's los, dass wir ein paar schöne Fische fangen. Wir brauchen dicke Barsche und dicke Hechte. Drückt uns die Daumen. Frank, komm. Ja, let's go. Let's go. Okay, it's 8 o'clock. Yeah. Into the first cast. First cast, Jelle, let's go. Fisch. Hat sich gut verkauft. Aber der darf direkt wieder zurück. Den brauchen wir nicht messen. Fish. Also a very beautiful little perch. Oh, das ist ein Riesenzander. Ja. I think it's a small zander, or I don't know. Must be a zander. Oh. Yeah. It's a nice one. Perfect. Good work. Good. Good job. It's a nice size zander. First bite of the day. It's over 70. Nice. Good. Let's continue. Hecht und Barsch angekündigt und dann glatt dran vorbeigeangelt. Trotzdem ein starkes Upgrade und ein mehr als beachtlicher Punkteschnitt bei Rapala. Shimano braucht heute dringend Fische derselben Kategorie. Ja, die Taktik, wir fangen mit Carolina Rig an. Ich schleife gerade den Köder schön über eine Muschelbank, über Struktur und hoffe tatsächlich, dass hier die großen Barsche aktiv sind. Gestern haben wir die Stelle kurz angetestet, ein Fisch direkt weiter. Ja, die Barsche waren da. Ob die heute da stehen, werden wir sehen. So, Sascha, mit was fängst du an? Ich verstehe die Frage schon nicht. Es gibt nur eine Antwort, das kleine Hümmelchen. Sascha versucht als erstes auf Barsch. Ich fische den neuen Grub Nace Prototypen und versuche damit einen dicken Hecht zu fangen. Ja, gestern beim Training hatten wir auf jeden Fall einen großen Barsch. Wir haben auch verschiedene Köder probiert. Wir hatten Nils mit an Bord, waren zu dritt. Das ist immer ganz gut, um zu testen. Einer hat getwitcht, einer war mit Ja, wir haben alles ausprobiert. genau, Also, Spinnerbait und Chatterbait. Aber Chatterbait war wieder der Köder, zumindest gestern. Deshalb fangen wir jetzt beide mit einem Chatterbait an. Wir haben hier eine Tiefe von 2,60 Meter und werfen auf ein flaches Plateau, wo auch ab und zu Kraut ist. Im Flusssystem, wie gesagt. Fluss ist natürlich hier, also für mich sieht es ja auch schon ganz schön groß aus. Durch den Wind mussten wir ausweichen. Das macht es natürlich super interessant und wir hoffen, auf jeden Fall gibt es hier große Barsche und dazwischen immer mal wieder ein Hecht und hoffentlich auch mal ein größerer. Das ist jetzt unser Plan. Another fish. Small one. there's some small perch around, eh? Another small one. Like in training, the standard is delivering, Simon. That's interesting how perch can be so aggressive that, I mean, this is their almost the same size. The Stena is 11, I think this perch is maybe 15, and they just take it. It's crazy. Simon's on fire again, huh? Now we need a big one. I'm so ready. Fish, that's a bigger one. That's a bigger one, yellow. I'm not sure, can be an upgrade. This can be an upgrade. I will be ready with the net, right?
I'm not sure. It doesn't feel super heavy, but it's heavier than the ones before. Go back, go back, go back, go back, go back. Yeah, this is it. I'm with you, I'm with you. If it's not a pike, it's an upgrade. Opzij. Here we go, here we go. Ready? I'm ready, I'm ready. Oh yeah! That's it. That's the 40 we needed. Nice job, man. What's that, 5 cows for a fish or something? Cool, cool. It's crazy, huh? Right, here we go. It's the first proper fish. I'm not sure if it's enough. What do you think? I think it's like 40. Would it be? What is, because we need 40, 41. Yeah, 40, 41 bigger. So let's see what it brings. Yeah, it's 41. Yeah. Super, super fish. Still, we need a little bit bigger ones, but 41 is a good start. Ah, man, that's a good start. And I got, what's that, 4 fish on 5 casts or something? I mean, it's a crazy good fish. Spot is delivering, the stunner is working, really awesome. Let's release this one and continue because good job, we're onto something. Beautiful fish, small upgrades, but every point counts. Goes back. Bye-bye. Awesome. I'm gonna fish on the deeper side of the bridge. I'm gonna use a Stana +1. It's going a little bit deeper. After fishing on the bottom didn't deliver, I will try to go with the Stana as well. I took a blue one. This is the +1, and the +1 has the advantage to go a little bit deeper because of the bigger fish. diving. That's a bigger one. Got one again. Yeah. Simon is on fire today, guys. It's a bigger one, yellow. Well, at least the head shakes are a bit heavier. I'm not sure, but just to be sure. I'm with you. Sorry, man. I'm with you. Now I'm on fire. You know? Yeah, this is a little bit heavier. Yes. I got it. It's a good close. Really nice perch. This will be close. Quick check. What do we have? It's 40. It is a 40. Probably, I have to check, probably not an upgrade. 40 centimeter perch. Well, I don't think so. That means that we have quite a strong list, Jelle, but yeah. We need a little bit bigger fish than this. It's crazy. It's such a fun day already. So many bites, and we just started. And we're just starting, and still a bit bummed that this one is not 45. But yeah, anyway, we just continue. Let's go. Let's put it back. Nice fish, man. Perfect. Perfect. Auch wenn nicht jeder Fisch ein Upgrade bedeutet, es läuft bei Abu. Außerdem scheinen Simon und Jelle bei der Spotwahl erneut ein gutes Händchen zu beweisen. Apropos, wir haben heute noch gar nicht auf die Karte geschaut. Anfangs hatten wir gehört, dass die beiden Führenden von Stroft und Abu dicht an dicht angeln, und es ist gut möglich, dass das heute nicht die einzigen Begegnungen mit der Konkurrenz bleiben, denn mit Rapala, B1 und Shimano haben sich 3 weitere Teams für den Rhein-Schelde-Kanal entschieden. Einzig Lure Drop macht dem Namen des River Day alle Ehre und fischt auf dem Fluss. Wobei, genau genommen, starten sie erstmal auf einem kleinen Nebensee der Maas. Also unser Plan heute ist, die erste so ungefähr 2 Stunden ungefähr hier in diesem kleineren See zu verbringen. Der geht dann raus auf ein Fluss. Und dann die restliche Zeit dann auf dem Fluss zu verbringen. In der Hoffnung, wie gesagt, dass wir unsere Barschen upgraden kann. Und natürlich zwei Zander auffangen kann. Kein einfacher Task, also es wird nicht easy heute, aber es ist auf jeden Fall, die Gewässer hier bietet, also die Gewässer hat auf jeden Fall einen Fische drin. Du musst sie nur finden.
weiter. Komme. Sehr schön. Kommen. Hoffentlich mal. Vorsicht, ich muss nach hinten. Ja. Stopp. Vorsicht. So. Und? Zieht so nach unten. Ist komisch. Ist ein Barsch. Ja, ist ein Barsch. Ist ein Riesenbarsch. Ja. Ja, Maschine. Wieder. Das ist ein Barsch. Genau Das ist auf den Spot. Frank, wir ankern hier ab. So, wir komm. machen ein paar Würfe. Der ist schon intakt. Los. Der ist intakt. Ja. Die messen wir jetzt zusammen. Warte mal. Geh du nach vorne schnell. Nimm deine Route hinter dir. Weil wir treiben gerade weg. Wir sind zu schwer hinten. Nach vorne. Magst du einmal kurz den... Ja. Stopp. Vorsicht. So, guckt ihn euch an. Frank, wir messen schnell. Ja. Rauf. Weil wo einer ist, Der ist sind noch lang. mehrere. Der ist lang. So. Da ist er über 50. Was? Der ist 50, locker 50,5. Warte, darf ich mal? Ja, da ist 51. Ja, und den brauchen wir. Dafür sind wir hier. Ein 50er Barsch. Jungs, und weiter geht's. Der kommt wieder zurück ins Wasser. Wir brauchen noch ein paar davon. Aber hier sind noch mehr. Hier sind noch mehr. Die sind hier zuhauf unterwegs. Und der ist schon wieder weg. So, weiterwerfen. So, ich muss erst mal gleich reporten. Machen wir gleich. Taffe Bedingungen bei B1, aber für dieses Barschmoped nimmt man die Seemannsbeine wohl gerne in Kauf. Robin und Frank schieben sich auf etwa 30 Punkte an Abu heran. Shimano hingegen droht ein bisschen den Anschluss zu verlieren. Ja, eine total spannende Frage, wer heute tatsächlich weiterkommt. Wir sehen die Tabelle nicht. Ja, schwierige Kiste, fast alle Boote geführt an ein Gewässer. Die Fische scheinen gut zu beißen. Ja, schwierige Frage. Also ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass... Oh, nein! Sebastian, also Team Stroft, heute auf jeden Fall noch mal einen vorlegt. Die kennen hier auch das Gewässer sehr gut. Ja. Ich schätze mal, die werden heute gut fangen. Ja, die brauchen einen großen Hecht. Die sind hier möglich. Schauen wir mal am Ende, wer gewinnt. Da ist er. Jetzt Köscher. Ja, der ist gut. Guter Barsch. Könnte ein 14er sein, den wir brauchen. Na, jetzt macht er sich leicht. Nee. Ja, wir sehen ihn. Ja, das war brutal. Nee, der hilft uns nicht. Schade eigentlich, sind tolle Barsche, super Größe, aber der hilft uns nicht. Ja, wieder umgestellt, auf C-Rig am Grund geschliffen. Die Barsche haben wieder Bock. Schön. Also das Gute bei so eine sehr, sehr, sehr windige Bedingungen ist natürlich, es gibt echt nicht viele Angler, die draußen sind. Also man hat die ganzen Gewässer für sich gefühlt. Das Schlechte ist, es ist natürlich deutlich schwieriger zu angeln. Aber man schaut schon für die Positiven erstmal. Bin eigentlich immer noch positiv eingestimmt, hat leider nicht so geknallt am Anfang wie erhofft. Aber es gibt noch Zeit. Yeah, so we got a nice tender on the first spot. We still need the 2 perch and the pike, so it's best to go to the perch and pike spots and try as much, put as much time as possible on these spots. So it's not that far away, so short drive and we see you. Also wir haben hier richtig schöne Wellen, das ist ein Auf und Ab. Das macht die ganze Sache immer spannender. Es ist natürlich enorm schwierig jetzt den Köder sauber zu führen, weil ich möchte ja, dass der permanent auf dem Grund bleibt. Ja, jetzt Köscher. Auf jeden Fall. Das ist ein großer Barsch. Gut. Der könnte uns was bringen. Peter, Köscher hinten. Der ist besser, auf jeden Fall. Das ist ein guter Barsch.
Das ist ein sehr, 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 sehr schöner Barsch. Pass. Ja. Sehr schön. Wow! Geil. Da ist Das er. kann ja nicht wahr sein! Erik, du bist der Härtefall! Ja! Die stehen tiefer. An der Kante. Alter Verwalter, ist das ein Teil! Der ist wirklich schön. Der wollte mal ein Karpfen werden, ich sehe das so. Erik, ich liebe dich. Du bist der Härteste, der Beste, Echt der der Hammer. Größte. Schöner Barsch. Wahnsinn, der bringt 50. Meinst du? 100 Pro. Boah, da ist der Barsch. Fuffi. Da ist der erste Barsch. Oh, Boah, ist der ist der schön. echt ein krasses Teil. Kurz abhaken. Oh, ist der krass. Ist der krass. Der erste Großbarsch an der Stelle, das ist ein Hammer. Also Das ist der erste Karpfen, den ich sehe, der rote Flossen hat. so, denn der hat 50. Genau 50. Naja, Ja, doch. Also er ist über Ja. 49. drüber, Ja, ganz und knapp. vorne ist er dran. Und Schnuss ist auch zu. Ja. Ja, der erste Fuffi. Was ein geiler Barsch. Super schön. Davon haben wir geträumt. Ja. Auf jeden Fall. Boah, ist das geil. Ich finde das so toll, wenn Plan aufgeht. Ja, der Plan geht auf. Sensationell. Erik, klasse. Klasse. Das ist so Geil. cool. Da ist er, da ist er, da ist er. Richtig geil. Punkte, wichtige, tolle Punkte. Der Hammer. Riesenfreude auf dem Boot, vor allem bei Peter. Für Härtefall Erik hingegen heißt es direkt wieder Back to Business. Ja, nicht ganz so groß wie der andere, aber Ja, erstmal rein. doch. Oh ja, oh ja. Ja, oh. Yes! Peter, Alter, Alter, Die nächste bist Bombe. du hart Unglaublich. drauf, ey. Und er ist schon raus. ja, die nächste Bombe. Bist du weich im Kopf. Unglaublich. Ein Wurf später, der nächste große Barsch. Bin gespannt, was der hat. Der sieht nicht viel kleiner aus. Nee. Boah, was So ein viel. Teil. Soll ich anheben? Nee, ich mach schon. Gut. Alles gut. Alles gut. Na komm her. Da ist er. Hoppala. Boah. Den muss man direkt unterstützen. Oh. Alter, ist das ein Teil. Ist der der ist cool. lang. Der ist richtig lang. 51. Na, wir Gefühlte- werden sehen. Ich bin gespannt. Wollen wir ihn raufpacken? Ja. Denke schon. Da ist er. Da ist er. 51. Ja. Peter. Erik. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. 51er Barsch im Turnier. Lang und schlank. Richtig geil. Der bringt uns wertvolle Punkte. Unglaublich. Geiler Biss. Schön vom Grund weggesaugt. Ja, denn wenn wir den zurücksetzen und wir müssen weitermachen. Ja. Upgraden. Upgraden. Mann, richtig geil. Oh, der Hammer. Erik, sensationell. Ich liebe dich. Was ein grandioser Start. Also mit 2 50er Barschen. Ja, besser geht's eigentlich gar nicht. Der Plan ist tatsächlich jetzt noch 2 große Barsche über 40 zu fangen, wenn möglich. Und dann wollen wir die Hechte upgraden, weil da haben wir immer noch Luft nach oben. Da wollen wir hier Strecke machen mit Searchbeds, die Ränder, die Krautfälle abwerfen. So ist eigentlich der Plan denn. Wobei, Ja. ich muss da meinen Skipper korrigieren. Der Plan ist nicht noch 240er. Nein, der Plan ist 250er noch, wie du sie gerade hattest. Aber Wird dann schwierig, ja. tatsächlich. Das ist ein bisschen, ja, könnte sein, dass es ein bisschen too much ist, Peter. Also, ich bin so weit von komplett. zufrieden. 2 Barsche in 2 Würfen über 50. Also, Also, was ist der das Hammer. bitte für ein Angeltag? Das ist Also, wirklich der Hammer, ist super ist klasse. der Wahnsinn. Ja, und wenn wir das wirklich so schaffen, innerhalb kürzester Zeit jetzt noch 2 schöne Barsche zu fangen, dann hätten wir auch noch Zeit genug, versuchen, den einen oder anderen schönen Hecht noch zu ziehen, weil da haben wir wirklich mächtig Luft nach Bedarf, oben noch. ja, definitiv. Ja, aber so ist das. Das ist super toll heute. Das ist schön mit dir. Echt. Jawohl, Fisch. Okay. Kescher? Ja. Könnte, naja, mal gucken, ob das ein Upgrade ist. Nee, kein Upgrade, aber wir können ja.
könnte schon knapp. Schagalaga. Der könnte 40 haben. Ja, wir schauen könnte mal. er haben. Wir schauen mal. Könnte er haben. Danke. Ah, knapp. Knappe Kiste. Ich mach weiter. Ja, mach weiter, Peter. Okay. Alles gut. Oh. Komm her. Da ist er, der Barsch. Wupp. Hauen erstmal so kurz ruf. Nee, zu klein. Zu klein. Oder hat er 49? 39 hat er, wa? Doch, 39, 38 ja, war. sind 2 Punkte mehr. Ja. Nehmen wir mit. Wir wissen ja, wie eng das manchmal ist. Ob der uns den Zander upgradet, den 48er, weiß ich tatsächlich ja nicht gerade aus dem Kopf. Ja, ja, doch, macht er. Ja, schöner Barsch. Macht er. Ja, dann setzen wir wieder zurück. Wir müssen weiter angeln, dranbleiben. Und tschüssi. Jetzt ziehen. Geil. Unglaublich. Der nächste Barsch. Ja, ich muss dranbleiben, den nächsten Wurf ansetzen. Nicht die Zeit vertrödeln. Die Morgenstunden sind meist die effektivsten. Ja, unglaublich. Sprachlos. Der erwähnte Zander war vorher schon aus der Wertung geflogen. Jetzt erwischt es auch noch einen der beiden kleineren Barsche. Shimano bringt sich wieder in Schlagdistanz zu den Quali-Plätzen. Toller Auftakt für Erik und Peter. Wie läuft derweil der Morgen beim Spitzenreiter? Ja, wir fischen ja gerade zusammen hier die Brücke ab. Und wenn wir so eine Stelle wie hier befischen, dann sind natürlich die interessantesten Stellen der Brückenpfeiler an sich und dann eben ganz knapp links, ganz knapp rechts, vorne die Spitze, hinten, weil die Fische sich immer an die Struktur drücken. Und deswegen versuchen wir so präzise wie möglich an die Struktur ranzuwerfen, weil die Fische wahrscheinlich dicht dran stehen. Und auch der Barsch kam gerade eben relativ nah dran. Kleiner Barsch für mich, der auf den Krebs kam, hier an der Brücke. Nicht die Größe, die wir brauchen, aber vielleicht stehen ja noch ein paar bessere bei. Sascha, dein Hecht kam ziemlich nah an der Brücke, ne? Also, erster Hecht ist gelandet, entschneidet für den Tag und jetzt noch mal ein bisschen größer. Und deswegen, wenn ihr solche Strukturen befischt, immer gucken, dass eure Würfe so präzise wie möglich an die Struktur rangehen, weil dann habt ihr die größten Chancen, da einen Fisch zu kriegen. Oh ja, jetzt ein Eis. Einmal Schoko und einmal Zitrone, bitte. Heik, leider beides nicht da, aber keine Sorge, ich habe für dich was viel Erfrischenderes. Für die perfekte Abkühlung im Sommer den Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender 2024 schon jetzt vorbestellen. Wir haben dieses Jahr noch eine Schippe draufgelegt. Es gibt noch mehr Hardbaits, einen noch höheren Warenwert und wie immer natürlich nur exklusive Farben und wer früh bestellt, hat eine höhere Chance, ein goldenes Ticket zu ergattern. Denn einen cooleren Adventskalender gibt es nirgends. Oh, stimmt. Und neben der höheren goldenen Ticket-Chance möchte ich euch einen weiteren Anreiz geben, früh zu bestellen. Wer bis zum 31.05. seinen Kalender vorbestellt hat, hat die Chance, einen von 5 Adventskalendern umsonst zu bekommen. Den Link zu Europas beliebtestem Angel-Adventskalender findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. We introduce Adventure fishing and functional clothes for every fisherman. We'll dress you from the north, through the European climate zone to the tropics, from head to toe, from carp fishing to sea fishing. Are you ready for the next fishing adventure? I am Adventure. My life is fishing. AdventureFishing.com.
Wir driften jetzt ganz langsam runter, also mit dem Wind und werfen auch nach hinten raus. Ja, driften nach hinten und werfen nach hinten, weil nach vorne werfen bei dem Wind ist unmöglich. Unmöglich zu angeln, also gar nicht so einfach jetzt. Schon wieder zum Biss, ja, super. Ja. Und der Frontmotor hat richtig zu tun. 36 Volt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der ist gestern schon einmal, also die laufen auf Anschlag die ganze Zeit. Kann man hier nachher mal sehen. Adrian, wenn du mal guckst. Guck mal, jetzt sieht man, wie das Wasser hier spritzt. Also der Wind wird auch noch stärker. Wird heftig. Ich hoffe, die Technik hält durch. Auch bei den anderen Booten. Also wir haben ja mehrere Boote hier am Start. Freuen wir uns riesig drüber. YPC Boot ist für uns ja eine wichtige Nummer geworden. Nee, Kraut, viel Kraut. Und von daher ja, ist es heute auf jeden Fall eine hohe Belastung für die Technik. Nicht nur für den Angler. Für den Angler. Ja, da muss man schon ein bisschen seefest sein. There's another one. Heavier one. Heavier one? Yeah. Yeah. This must be the upgrade. Yeah. Yeah, this is an upgrade. 100%. I'm sure. I'm very sure. 45 plus this one. Or it's hooked weirdly. No. If they're taking line like that, they're bigger. Playing him really gentle, don't want to shake off the hooks. Oh, that's a good perch, man. That's a 45. That's the one we needed. That's a great job. I told you, yeah, that stunner. Feels like I've told you this story now for 5 times today, but the stunner is so good. 2 casts afterwards, another one, and this is a bit 45. Yeah, this is a good fish. This is the one that we need today. Oh. Finally, that's a really good one. This is the type of fish why we are here. This is the ones that we need. Not so fat, but he's quite long, Jelle. He's long, huh? He's really long. I think it's 46. Let's see how many centimeters it will be. Okay, touching in the front. It's a 47 half. 47? Half. Yeah. Yes, 47. Yeah, man. 47 and a half. That means this is a 48 centimeters. Fish. Oh, there's another fish. You need a net? I think it's a small one. Small one? Okay. Crazy times, guys. 48. Super nice fish. I'm so happy. We had to fish a little bit through the smaller ones, and then all of a sudden, boom, big one. Awesome. Sir. Oh, I got a tiny little sister. Yeah. You see how the fishing is on fire, and you changed to the stunner. Yeah, bite directly. Directly fish. So that's how effective they are. These lures. It's some good looking fish, huh? Yeah. Hey, this is a 48, my friend. Ah, crazy. Good upgrade, man. And we just started. Yeah, just first spot. I mean, God. Really awesome. Cool. So we go for a double release? Yeah, let's do it. 2 brothers, sisters, I don't know, but thanks a lot for playing. Hey. Oh, that's a hopper! That's a hopper! Yes! Der nächste kapitale Fisch auf Abu Sport. Strofz, benachbarter Brückenpfeiler, hat er zwar ebenfalls geliefert, die größeren Räuber scheinen momentan aber bei Simon und Jelle zu lauern. Vielleicht haben Sebastian und Sascha ihren ersten Angelplatz auch deshalb inzwischen verlassen. So, Sascha und ich driften jetzt hier im Flachwasser und werfen ein paar große Köder. Und gerade im Flachwasser, gerade wenn wir so viel Wind haben, ist es wichtig, Bootskontrolle zu behalten. Und um die Drift nicht zu schnell zu haben bei dem Wind, lasse ich die Powerpoles hinten halb runter, weil die ein bisschen Druck erzeugen und quasi verhindern, dass wir zu schnell driften. Und so können wir jetzt ganz kontrolliert hier das Ufer abfischen und das Boot richtig hinstellen. Weißt du, wie viele Meter wir haben? Nee. Nicht viel, ne? 2,30 Meter.
2,30? Ja, ist schon fast zu viel. Was ist schon fast zu? Zu viel. Also die Jungs sagten, die haben alle zwischen 2 und 4 Meter haben die Dicken gehabt. I need to think what I'm writing. I'm in another world. So, just reporting that 48 centimeter perch to the competition leaders, and I'm a bit curious what happens on the other boat. I did not really see much action there. Maybe I was too focused on fishing. That they also caught a few fish that we didn't see. I did see that they were casting big baits, so that means they're going for pike. Their perch list is already strong. Probably a 48 like that didn't help them. It does help us. I'm very happy. Reporting the fish right now, and then we continue. See if there's another one. Maybe a 50. Who knows? Der fühlt sich gut an. Pass auf, oder verkauft sich gut. Spinjig-Schillen sind noch besser. Ja. Ah. Oh, das ist ein Hecht, das ist ein Hecht. Pass auf, pass auf. Das ist ein Hecht. Ja, das ist ein Hecht. Pass auf. Das ist ein Hecht. Nicht zu weich? Nee, aber das ist ein Hecht. Oh, jetzt gibt er aber Gas. Der verkauft sich aber gut. Das dauert noch kurz, weil ich hole meine Route rein. Ja. Ach du dickes Ei. Ah, er fühlt sich anders an als ein 50er. Oh, und der knallt da rein, der schüttelt. Und das mit diesem Mini-Spinjig. Was denken die Hechte immer, was das ist? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist verrückt. Das ist nicht einfach, Erik. Nee. Das ist der Fisch, den wir wahrscheinlich brauchen. Oh, gibt der Gas. Ach du Scheiße. Erik, das ist eine ganz üble Nummer, ich schwör's dir. Na, ich habe ja Titan dran, also so übel ist die Nummer nicht. Den kriegen wir. Der Hecht sitzt wahrscheinlich um. Der findet das nicht witzig. Der drückt und drückt und drückt, ey. Da kommt er. Oh ja, der ist gut. Komm mal her, Bro. Zieh, Peter. Ja, da ist er. Ja! Ende 70. Hab ich's dir versprochen? Da ist der Hecht. Geil. Oh. Ey, gibt's da ja nicht. Peter, wir müssen gleich Gummibärchen essen. Zielfisch. Schon an der Barstelle den Zielfisch verhaftet. Mann, also, du, ich fliege am ganzen Körper. Puh. Danke. Alter, wir sind mal eben bei 87. 88. Warte. Muss man mal gucken? Ja, hier. Ja. Ganz knapp drüber. 88. Oh, geiler Fisch. Ist es nicht schön? Ja, es ist schön. Auf so Mini-Spinjig. Ich freue mich sehr. Die Wildcard schlägt wieder zu. Während dem Hecht vermutlich die Ohren klingeln, verbucht Shimano dank Peter die nächsten wichtigen Zähler und rückt B1 auf die Pelle. Zeit für Frank, was Neues zu probieren. Ich nehme jetzt mal einen Crankbait, der auf die Steine aufditscht, um die Jungs da unten so ein bisschen wach zu rütteln oder direkt vor das Maul zu werfen. Wir haben das Gefühl, dass jetzt gerade keine Beißphase ist oder die ein bisschen ruhig. Heute früh ging es ja ordentlich los. Und vor allem die kleinen Barsche sind ja en masse gekommen und diese ganzen Bisse sind, weiß ich nicht, auf 20% reduziert. Ja. Und hier ist gerade eine heiße Stelle wieder, wo wir vorhin ganz gute Kontakte hatten. Da sind immer so eine Streckenabschnitte, wo der Fisch, denke ich mal, lang zieht. Und den arbeiten wir genauso ab. Jetzt müssen wir nur das Glück haben, dass wir doch im richtigen Moment uns treffen sozusagen. Mhm. Siehst du, wie das Wasser da vorne rausströmt? Ja. Und dann der Welle entgegen. Das ist schon sehr, sehr heiß. Da muss doch mal ein Hecht lauern. Währenddessen Peter sich gerade die Hände gewaschen hat,
poste ich den Fisch in unsere Gruppe. 87 cm Hecht, richtig geil. Also den haben wir gebraucht. Der größte Hecht war bisher, was war der? 75 oder? 75. Also das ist ein ordentliches Upgrade. Direkt an der Barstelle. Wir haben noch nicht mal gezielt auf Hecht geangelt. Richtig coole Nummer. So, ich schreibe den Post jetzt und Peter, du angelst weiter. Ich angel weiter. Good fish. I think it's a good fish. Maybe it's a bite. Can you bite? It's a bite. So we need a big net? Here's the sender. It's a sender. It's a good sender. It's a good. Crazy, we had to deal with Bullseye. This big sender was winning. You got it. Bullseye's paying for beer. It's a good sender, my friend. I get it. Here she is. See, I'm casting that stunner a little bit further out than Simon is. And there's a little weed outside there, and the Xander came out. Smashing the stunner. Let's measure. Ah, it's a nice fish. 68. Oh, it's 68, exactly. Proved? Yep. Nice job, Jelle. Some more points. How is that? Nice job, my friend. Shallow Xander, really nice one. Fish, man. That's actually the one that we didn't expect. Yeah, that's 68. We take it. That's yeah, we take it every day. That's good. Really good. Okay, let's get this baby out in the water again. Opa! Der schwächste Fisch auf dem Board, ein 42er Barsch. Wahnsinn! Jelle und Simon machen es den Verfolgern immer schwerer. Dabei fängt Peter quasi alles. Leute, wie ihr seht, angeln wir ganz hart am Grund. Ich sammle auch schon immer seit bestimmt zum 15., 16. Mal fleißig Muscheln ein. Das ist natürlich nervig, aber auf der anderen Seite, da wo die Muscheln sind, da sind auch die Barsche. Also wieder runter. Es ist immer ganz toll, wenn du 50 Meter draußen bist und nach den ersten 2 Umdrehungen die Muscheln hast. So, wir werden jetzt gleich den ruhigen Bereich verlassen. Draußen wird es auf jeden Fall ein bisschen welliger, auch durch die Berufsschifffahrt. Dementsprechend Safety First, die Rettungswesten an, Kameramann ebenso. Und dann können wir weitermachen. So, wir machen jetzt einen Spotwechsel und zwar geht es zu der Stelle, wo wir heute Morgen eigentlich starten wollten. Wir wissen ja auch nicht, wie es da lief. Bei uns ist jetzt ein bisschen eingeschlafen und wir hoffen, dass unten an der Kante vielleicht noch der ein oder andere große beißwillige Fisch unterwegs ist. Also drückt uns die Daumen. Frank, auf geht's! Next spot. To the next spot. A little bit further up, we got some really good stretches. We had some good fishing and training, so I think we will do that. So we do spot hopping actually. Fisch ab. Alter! War ein großer Barsch. Echt? Ja. It's not so big. It's not so big. Good. Nice. First perch for us. We got some small takes. Finally, this one kept. $47, I think, 48 maybe. 48, yeah. 38. 38, sorry. Yeah. Yeah, good. Okay. 38 centimeter perch. It's a fat one, but really good first perch. It took a long time, but we got some bites. We lost one, a nice one. I even think the one I lost was a bit bigger. Yeah, I saw it. So they are out here. Fished it very slowly on a Carolina rig with the cleanup crawl. It's also one of the lures from Rapala, from the Crush City lineup. It has a lot of movement.
Wir sind am nächsten Spot angekommen, allerdings nicht den, wo wir eigentlich hin wollten, weil Team Shimano steht noch an dem Spot. Das heißt, also die werden vermutlich gefangen haben. Ja, also haben wir uns kurzerhand umentschieden. Wir gehen hier nochmal wieder ins Flachwasser, Powerfischen, wir geben Gas und sind on fire. Genau. Wichtig ist, dass man zwischen den Spotwechseln auch Gas gibt. Jede Sekunde zählt nachher. Der Angeltag ist kurz. Also da darf man jetzt keine Zeit verlieren und hier eine gemütliche Tour machen. Wird was getrunken nachher, ansonsten ist es hier ein Marathon. Robin. Gemütliche Tour ist ja sowieso nicht bei dem Wetter. Ja, ich glaube, da wurde der Kameramann von uns nur ein bisschen durchgeschüttelt. Aber da schneidet so geil die Wellen, Frank. Ja, liegt da echt soft drin. Wenn die keinen Schlepperwellen, also die normalen Wellen, wenn man richtig austrimmt, fährt sich das Boot echt perfekt. Also ganz wichtig, diese Trim. Also du bist ja so in Sicherheit, dass du ein bisschen mehr runter gehst mit dem Trim. Dadurch geht er weicher durch. Je höher man trimmt, fliegt er natürlich mehr ab. Und wir wollen den Kameramann nicht auch an Bord behalten. Ja. Ja. Wir haben gerade die Stelle ein bisschen versetzt, die Kante ein bisschen weiter runter, frisches Wasser abwerfen. Ich hatte so einen brutalen Biss. Der Krebs wurde mir direkt geklaut. Neuen Krebs drauf, weiter geht's. Boah, das war ein Einschlag. So, eigentlich müsste ich jetzt auch langsam mal nachliefern mit dem 40er, aber fällt mir momentan wirklich schwer. Nach diesem Hecht von vorhin habe ich nur noch einen Fehlbiss gehabt, einen Aussteiger. Also so richtig pralle und dicke ist es gerade nicht. Aber gut, wir wechseln ja jetzt gleich den Spot und dann hoffe ich, dass da noch ein bisschen was geht. Fisch. Besserer? Ja. Junge, Zander-Upgrade, Alter. Yes! Stark, Junge! Junge, damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ah. Oh. Sehr gut. Oh, geiler Zetti. 71, ja. Ja, 71er Zander. Unsere Zander liegen bei 72. Aber vielleicht schmeißt er ja einen der großen Barsche raus. Ja, müssen wir mal jetzt so nachrechnen, ne? Nachrechnen. Traumfisch auf jeden Fall. Stark, Junge. Geil, Hammer. Jawohl! 46 mal 2, ich muss 92. Sind 92, 0,3. So ein Schwachsinn! 0,3. Ja, aber gut, wir nehmen's. Nehmen wir. 0,3 nehmen wir. Ja, der Zetti schmeißt den Barsch raus. Damit haben wir jetzt 3 dicke Zettis in der Wertung. Und es ist unglaublich auf diese kleinen Köder. Ganz feines Gerät, 4,5 Kilo Stroft GTBS mit einem 25 Millimeter, 0,25 mm starken FC2 Fluorocarbon und das kleine Net-Rig, der neue Nacenet. Unglaublich, was für geile Fische auf diese Köder kommen. Yes! Alles richtig erklärt. Sebastian und Sascha verbessern sich also um fast 1/3 Punkt. Shimano braucht momentan etwas mehr, um die nächste Runde einzuloggen. Ja, das war der letzte Wurf. Wir wechseln die Stelle im Motor rein und los geht's. Die Wellen sind ja brutal. Eieieiei. Unglaublich, wir sind hier in einem geschützten Bereich von dem Gewässer auf dem Kanal und die Wellen sind so hoch, die haben sich aufgebaut hier. Der Wind kommt genauso, dass er längs den Kanal runterdrückt. Kein Spaß. Wir werden jetzt erstmal Richtung Ufer fahren. Boah. Unterland, boah, da kam die Welle schon rein. Das ist und also dann ein bisschen schneller Richtung neuen Spot, aber nur Unterland hier draußen, boah, nee, dann also sind wir pitschenass. Heute keine Angelei für Warmduscher, wirklich nicht. Jeder Fisch muss hart erarbeitet, hart erkämpft werden. Ja, schön ist anders, aber egal. Sind ja nicht auf dem Kindergeburtstag hier. Wir machen das Beste draus.
This is Simon's spot. I never fished here before. Yeah, it's really fun fishing. I'm always fishing on the bigger lakes. Day 1, episode 1 and 2 was like on my spot. And now we are fishing Simon's spot, so I'm learning a lot here at the moment. And it's so much fun fishing the canal. I'm definitely gonna go back again. See the amount of water it's pushing here on the banks, all those big boats passing by. That's the interesting part here. On this canal, there's so many big boats pushing water. Going in, coming out, going in, coming out. There's all the time, there's a little bit of current this way and that way, which makes everything come to life all the time. Okay, I do one cast with the Berkley 6 swimmer. In the Berkley 6 range, the #1 go-to perch lure is the 6 swimmer, I think. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Der neueste Scheiß, teilweise bevor überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders schon nicht gibt. Ein Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit einem Lure-Drop-Abo ganz bequem bei dir in der Bude geliefert. Ganz egal, wo du herkommst. Lure-Drop ist für alle geil. Check www.luredrop.de und werde auch du ein glücklicher Lure-Dropper. Bonne nouvelle pour tous les pêcheurs français, Luredrop est maintenant disponible en France sur le site luredrop.fr. Vous pouvez dès maintenant aller visiter le site. Im Prinzip ist es so, dass wir jetzt ständig die Köder wechseln. Dadurch, dass wir hier kein Training hatten, müssen wir wirklich gucken, an jedem Spot neu gucken, was eventuell funktionieren könnte. Dementsprechend wechseln wir von Crankbaits auf Twitchbaits, Chatterbaits, eigentlich alles so, was die Köderkisten zu bieten haben. Und ja, wir müssen jetzt rausfinden, was die Fische hier an diesen Spots wollen. Und zwar für jeden Spot erneut. Dementsprechend wird hier ziemlich viel hin und her gewechselt. Ich habe jetzt ein Twitchbait drauf, Danny hat gerade ein Crankbait drauf. Und probiere gerade jetzt auch the Good Vibe wieder, also quasi the Jig Spinner. Man muss einfach ständig durchwechseln. Guck mal, stell dir vor, unser erster Tag wäre hier gewesen. Das wäre gut gewesen. Wir hätten jetzt 2 Zander, 1 Hecht und die Barsche schon voll. Also, wir hätten die Karte hier auch schon füllen können. Der Zander hat ja auch über 40, deiner. Ja, ja gerade eben, aber er wäre maßig gewesen. Ne? Ja. Wo hast du die Struktur gefunden? Weiter links, ne? Nee, wir stehen genau dahinter. Ja. Small one, small one, small one. It's a really small one. Yeah. But measure it just to make it to the table.
30, I think. Yeah. 30 centimeters. Yeah. Let's release it. At least it's filling up the scorecard. So that's good. But we need to upgrade. Nedrick ist unterschätzt. Ja. Ist unterschätzt. Und wird meines Erachtens die nächsten... Der neue Chatterbait wird. Ja, das wird der neue Dickspinner oder sowas, weißt du? Fisch? Ja. Und da neben dir. Wow, noch so ein Ding! Yes! Wahnsinn! Irre! Vorsicht, Wellen! Was ist hier los? Hammer, Sascha! Speechless! Einfach speechless! Boah. Junge, was eine Rakete, Alter. Der haut den 71er jetzt auf jeden Fall raus. Einmal beiseite. Der nächste Riesenzander. Alter. Boah, was ein Traumfisch. Ehrlich, ey. Oh yes, baby. 76. 76? Yes! Oh ja! So machen die das. Oh Mann, Alter. Magst du zu mir kommen? Hammer! Nimm mich in den Arm, mein Freund. Wahnsinn! Sascha wieder mit einem dicken Zander. Und was für ein Viech. Traumfisch. Guck dir die Farben an. Unglaublich. Okay. Au! Der wollte schnell wieder los. 76 auf den Kopf. Jawohl! Sauber, Sashi! 98,8 Punkte. Junge, was eine Nummer. Ich geh kaputt. Was eine Nummer, ehrlich. Ist damit der 47er auch raus? Ich weiß, ich habe den Überblick ehrlich verloren. Ehrlich. Ja, warte, aber du musst ja nur rechnen. Ist ja einfach. Nein, der 47er kann nicht raus sein. 94. Ja. Aber wir haben zwei Barsche, 49, 49. Ja. Wir haben jetzt nur deinen Zander habe ich gerade rausgeschmissen. Nein. Ich hab mit meinem Zander deinen Barsch rausgeschmissen und du hast mit deinem Zander den 47er Barsch jetzt rausgeschmissen. Nein, weil der 47er Barsch ist mehr wert als dein Zander. Deswegen bleibt der drin. So stimmt's. Sebastians 71er Zander hatte zunächst einen 46er Barsch rausgeworfen, der jetzt durch Saschas 76er Exemplar wieder vom Bord verschwindet. Stroft läuft außer Konkurrenz. Im Rennen um Platz 2 und 3 bleibt es aber spannend. Rapala schnuppert nach Nils 30er Barsch an der Fullcard. Shimano ist inzwischen wieder in ruhigerem Fahrwasser unterwegs. Angekommen am neuen Spot. Diesmal ist die Kante nicht ganz so steil abfallend. Wir suchen hier gerade mit einem Sideview, ob hier Fisch steht. Also so 3,5, 4 Meter, relativ sacht abfallend. Aber hier unten haben wir auch viele Muscheln. In den vergangenen Tagen auch ordentlich Barsch gebracht. Meist eher so Searchbaits, so Spinjigs oder geleierte Chatterbaits. Wir werden das jetzt mal hier versuchen. Drückt uns die Daumen, dass wir hier den letzten oder die letzten beiden großen 40er Barsche fangen können. Ist so. Ja. So, ab geht der Peter. Quasi. Ja, schauen wir mal. So, dann müssen wir den E-Motor reinklappen und dann jetzt los. Ja, ich setze mal eben den E-Motor rein. Nee, ich mach das schon. Lass mal. Ja? Ja, lass mal. Als erstes werde ich nach wie vor auf C-Rig setzen. Hat ja heute schon super funktioniert. Never change the running system. In diesem Sinne, erster Wurf. Neue Stelle. Hoffentlich stehen die Barsche da. Im Sideview haben wir auf jeden Fall schon Fische stehen sehen. Also ich habe heute schon so viel Muscheln gefangen, die hätten schon einen guten Fisch abgegeben vom Gewicht her. Den Kochtopf voll hätten die gemacht. Kochtopf voll.
Ja, es rappelt auch hier schön über den Grund. Ja. Also die richtige Drift ist auch ganz wichtig. Das macht der Robin auch super mit seiner Fernbedienung vom Garmin und steuert den Motor ganz gefühlvoll, dass wir Stück für Stück zurückdriften mit dem Wind, werfen auch mit dem Wind und kurbeln praktisch zum Boot wieder ein. Ja? Also wir driften mit der Strömung und mit dem Wind nach hinten, stehen hier so ganz genau etwa 15 bis 20 Meter von der Kante weg. Und die Drift ist schon wichtig, dass man den richtigen Platz hat. Wir werfen zur Kante und arbeiten uns langsam mit dem Chatterbait hier runter. Aber wir haben einen tollen Spot gefunden. Also wir sind hier tatsächlich vollkommen unvoreingenommen jetzt heute in den Flusstag gegangen. Und wie das meistens so ist, nimmt man sich dann auch mal die Zeit dafür, einfach ein bisschen zu suchen. Und wir sind lang gefahren und haben einfach nur 5, 6 Steine gefunden, die auf so einem großen Plateau hier liegen. Und haben wir uns jetzt quasi Wind oberhalb positioniert, sodass wir entspannt darunter angeln können. Und keine 3, 4 Würfe später hatte Sascha den ersten Kontakt. Und ja, da hier, wie gesagt, nur ein bisschen Struktur in dieser großen Fläche ist. Oh Gott, Alter, der war... Das war ein Riese, Junge. Ich habe den nicht als Biss erkannt, weil der mir entgegengeschwommen ist. Aber ihr seht, das ist eine gute Stelle hier. Here. No, it's small. Take the small net, yeah. It's okay. Ah, that's a good one. Perfect. That will be, leave it in the water. That should be around 40 centimeters. Well done. Okay. Yeah, that's a good one. It's 40 centimeter perch, 41 centimeters actually. So yeah, good upgrade. Really good. I tried to cast it for a little pike, for a big pike. Made a few casts for them, but yeah, didn't work. But Niels was catching a few perch, so really good. And now we have to upgrade and catch one more pike. Yeah, let's upgrade the perch and catch a pike. Let's go for it. Good perch. I think so. Yeah, it's still under. It's a pike. It's a pike, not a big one, but we need it. So yeah, let's go. Let's do it. Yeah, okay. Small pike. Small pike. At least a few points. Whew. Okay. I will do it. Yeah. Thanks. It will bring it to the table. It's not a big one, but we need one more pike, and so we take it. And it's it's a 59 in my opinion. So it's my blood, not the one from the fish. Let's release this small hunter. All right, full cart. that feels a lot better to fill up the whole scorecard. So now we can focus just on upgrading the pike and the perch. But when the feeling is good and now we have a lot less stress, so I will actually report it. Do you report my pike too? Yeah. Correct, thanks. So I was using the cleanup craw from the new Rapala Crush City series. I was using it on the VMC Jebo system. It's 15 grams, and also so it can move really good, and I have a good feeling when it came to the bottom. When it comes to the bottom, so yeah, due to the strong wind I have to fish a little bit heavier. It worked well, and yeah, it's now tipped with blood. Continue. Nicht der erste Hecht in diesem Turnier, der bei einer Craw zuschlägt. Rapala macht die Karte voll und zugleich das Rennen um die Qualifikationsplätze noch enger.
Allein ein Duo fällt ein wenig ab und hat heute noch gar keine Punkte gesammelt. Sehen wir ein spätes Aufbäumen von Team Lure Drop? Ja, es war mir ehrlich gesagt ein bisschen zuversichtlich, dass die Zander vielleicht ein bisschen mehr on sind, weißt du? Ja. Wenn es ein bisschen Strömung jetzt durchzieht an der Maas, könnte auf jeden Fall helfen. So, jetzt wechsle ich wieder auf den Yo-Zuri Crank, der tieflaufende, dass ich schön gegen den Boden schleichen kann. Rüberschleifen. Komm, es sind schon viele Fische hier. Muss nur einer aufpassen. Ich kriege hier gerade Biss auf Biss, aber die bleiben nicht hängen. Wir kennen es schon von gestern. Es sind halt auch viele kleinere Fische unterwegs oder es sind die großen und die schlagen nur auf die Spinnerblätter. Aber wir hatten halt wirklich die großen Fische auf die Spinnerbaits und wir brauchen ja die großen Fische, um eine Chance zu haben. Deswegen ist es gerade egal. Frank ist fleißig, räumt ihn jetzt ab. Wir machen mehr Wurf, mehr Fisch ist unsere Devise. Ja. Driften hier die Stellen ab. Jetzt haben wir wieder so einen schönen Einlauf, wo das Wasser rüberströmt. Hier ist so ein kleiner, ja, ein kleines Nebengebiet. Und davor sammeln sich hoffentlich die Fische. Da ist wieder ein Team. Nee, da hat er schon wieder. Ja? Hast du drauf? Also genug gespielt hier mit dir. Ich krieg die Krise. Meine Lieblingskombo zum C-Rig-Angeln ist die Poison Adrena 276. Die hat 5 bis 15 Gramm Wurfgewicht. Ja, hier gepaart gerade mit einer Stella. Ja, richtig cooles Setup. Die Route ist super sensibel und man spürt halt tatsächlich richtig genau den Grund, wenn man rüberzieht. Man kann den Newt abtasten, man merkt, ob da Muscheln sind, ob da Schlamm ist. Also die hat ein super Feedback, macht jede Menge Spaß damit zu angeln und hat richtig Power auch für große Fische. Ich hoffe, jetzt kommt der 40er Barsch. Wie ihr sicherlich wisst und mit Sicherheit in 1000 YouTube-Videos schon gesehen habt, es gibt 1 Million verschiedene Arten zu jiggen. Und jeder hat sein Für und Wider. Und jede macht auch ein bisschen einen Unterschied im Köderlauf. Aber auch hier werden wir heute sehr viel über die Rolle arbeiten müssen. Aufgrund dessen, da wir so starken Wind haben, dass ein Jiggen kaum möglich ist. Und deswegen Route runter, alles über die Rolle. Wir machen sehr kleine Sprünge. Das Wasser ist mittelmäßig klar, mittelmäßig verdreckt, also irgendwo in der Mitte. Und wir wollen ja, dass die Zander eine gute, oder die Fische allgemein, eine gute Möglichkeit haben, den Köder zu verfolgen. Deswegen kleine Sprünge. Sie können ihn gut verfolgen und dann im besten Fall auch direkt zuschnappen. Fisch. Oh ja. Ja, Kescher. It's an upgrade. Yes, man. Yes. Finally. Okay. Okay, der ist schon ab im Kescher. Okay. Der ist schon ab auf der Yo-Zuri Crank. Und es ist ein kleiner Upgrade. Es ist immer noch kein Riesenbarsch, aber es ist auf jeden Fall ein Upgrade zu der 28er. Macht sie wieder nass. Und jetzt haben wir 31,5, also 32. Kameramann? Alles gut? Ja. Alles klar? So, das ist kein Monster, aber immerhin 4 cm, 8 Punkte Upgrade. Eine schmale Verbesserung, aber um einen großen Stein ins Rollen zu bringen, braucht es manchmal nur einen kleinen Schubser. Damit gehen wir in die Halbzeit. Für den Spitzenreiter von Stroft sollte hier eigentlich nichts mehr anbrennen. Für Abu sieht es nach mehreren Upgrades am Vormittag ebenfalls gut aus, auch wenn Simon und Jelle noch nicht 100%ig außer Reichweite der Verfolgerteams liegen. B1, Rapala und Shimano folgen Kopf an Kopf auf den Plätzen 3 bis 5. Lure Drop benötigt ein kleines Angelwunder.
Was allerdings auf keinen Fall vergessen werden darf, auch der Drittplatzierte dieser Gruppe wird hier mit sehr großer Wahrscheinlichkeit als Lucky Loser weiterkommen. Momentan würde das Ticket noch an Team CWC aus Gruppe A gehen. Sollte hier aber weiterhin so gut gefangen werden, dürfte Everts und Trumans Endresultat von 692,7 Punkten nicht reichen. Ob und wann die beiden Veteranen aus dem Rennen fliegen, erfahrt ihr am kommenden Sonntag, wenn in Gruppe B die Entscheidung fällt. 18 Uhr geht's los und bis dahin freuen wir uns über Likes, Kommentare und Einkäufe bei hecht und barsch.de. Herzlichen Dank und ciao!